Hallo liebe Freunde von Freienwelt, freut mich, dass ihr wieder hier seid. Ihr seht, ich bin ausgerüstet, habe jetzt mal meine komplette Motorradmontur angezogen, meinen Revit Defender, falls jemand interessiert, die Motocross-Stiefel, habe meinen neuen Helm am Start und habe meine Yamaha tatsächlich mal fast vollgepackt. Also was fehlt, ist hinten die Tasche, aber ich habe jetzt tatsächlich einfach mal getestet, in voller Montur, voll beladen, mehr oder weniger. Ja, wie verhält sich das Motorrad? Und ihr habt es ja mitbekommen im letzten Video, die Sache mit dem Helm war so ein Ding. Ich habe jetzt heute hier meinen Cardo dran, also so ein Kommunikationssystem. Das heißt, ich habe ein Mikrofon im Helm und das heißt, ich kann mit euch reden, während ich das Motorrad fahre. Es gibt jetzt zwei Videos, alle aus der Helmperspektive. Seht es mir ein bisschen nach. Das Mikrofon war bei der ersten Fahrt nicht so richtig eingestellt. Ich habe auch festgestellt, mit offenem Visier hört sich nicht so gut an. Im zweiten Abschnitt dann habe ich die Kameraperspektive geändert und auch das Mikrofon umgeschalten. Und ich hoffe, es wird da dann vielleicht besser. Falls jemand da Tipps für mich hat, weil für mich ist dieses Cardo Freecom tatsächlich ziemlich neu. Also falls jemand von euch dort draußen Tipps hat, wie ich die Audioqualität verbessern kann für solche Videos, schreibt mir das alles in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. So, dann geht es jetzt gleich los. Ich nehme euch knapp eine Viertelstunde mit auf diese Testfahrt. Bleibt mir treu, abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch was. Euer Martin. Yeah. Hallo liebe Freunde von Freienwelt, wie ihr seht, bin ich unterwegs mit meinem Motorrad und ich bin gerade bei, so die erste Testfahrt zu machen. Bin voll ausgerüstet, angezogen, das Motorrad ist fast vollständig bepackt. Ja, und ich fahre hier gerade so, das ist mein Wald- und Wiesenweg, so richtig mal ein bisschen in die Pampa. Und ich wollte einfach jetzt mal kurz auf diese Testfahrt mitnehmen. Und ja, ich werde das jetzt so ein bisschen kommentieren. Guck mal bei uns, wie schön das ist. Und ups. Ich habe hier vorne tatsächlich ihr seht die GoPro. Das ist nur, weil ich habe ja diesen tollen Aero-Helm. Das hat man ja im letzten Video, habe ich das euch ja gezeigt. Warum und weshalb ich mich für den entschieden habe. Und der hat oben tatsächlich, ist das vorgesehen für die GoPro. Und es ist aber immer die Sache, ob die Perspektive passt, deswegen läuft das gerade auch so ein bisschen mit. Ja, und wie gesagt, das ist mein Lieblings, wenn ich alleine bin, da fetze ich durch die Gegend, da kann man schon mal richtig Gas geben bauen. Ich habe jetzt übrigens ABS noch an, Traktionskontrolle ist an. Ich fahre ganz normal hier durch die Gegend. Ja, es geht echt super. Die Maschine macht richtig Spaß. Genau, der Heidenau-Reifen, wo ich jetzt drauf habe, echt geil. Boah, da war mal ein größeres Schlagloch. Schalte mit dem Quickshifter zum Beispiel, funktioniert auch sehr gut. Aber wie ihr seht, ich habe hier oben dieses kleine Beruhigschild. Funktioniert also mit dem Helm, wo ich jetzt habe, ganz gut. Ich habe Ohrenstöpsel drin, das habe ich ja gesagt, das ist ein Thema bei mir. Aber ich höre den Motor noch schön, ich höre den HP Corse, den Sportauspuff schön. Macht richtig Spaß. Und wie gesagt, ich fahre jetzt zum ersten Mal voll beladen. Keine Ahnung, ich mag eigentlich fast keinen Unterschied. Also ich habe jetzt wirklich das Setup, wie ich dann nach Nepal fahre. Hier mein Tankrucksack von Moskau. Dann hier, wie gesagt, das Navi. Mein altes Garmin XT ist nichts Besonderes. Ja, da läuft die Karte immer so mit. So habe ich das eigentlich meistens. Ich habe es ja jetzt auf diesem Perun-Halter, habe ich auch vorgestellt. Und ich habe das eigentlich super im Blick. Also ich finde ja mit der GoPro, da die so mitläuft, das ist echt lustig. Weil ich sehe es auch wirklich so.
gerade Pferde bei uns. Nee, Kühe. Ja, und dann hier das Display ist super. Ich habe die normale Ansicht, gefällt mir irgendwie besser, da gibt es ja verschiedene. Und ja, am Ende ist es das schon. Ich ist das Motorrad jetzt neu, wie ihr seht, habe ich knapp 1000 Kilometer drauf. Und die ist jetzt gut eingefahren. Ich habe ja jetzt dieses Cardo Kommunikationssystem drin. Das Freecom 4X heißt das. Das war nicht mal, ich fand nicht so teuer, 160 Euro war irgendwie im Angebot, falls es jemand interessiert. Und auf diesem Weg kann ich euch halt auch ein bisschen mit auf die Tour nehmen, wenn es jetzt dann losgeht. Und einfach ein bisschen von meinen Reisen erzählen. So, jetzt fahren wir noch mal ein Stück auf der Landstraße, weil da gibt es für mich so eine bisschen Teststrecke. Also ist jetzt wirklich alles irgendwie 5 Kilometer von meinem Heimatort versteckt. Das muss ich kurz mal... Muss ja mal aufpassen, weil unbekannte Menschen will man ja eigentlich immer nicht im Video haben. Ne? Ah, da haben sie auch noch mal geschafft. Ja, für mich ist es tatsächlich jetzt auch so ein bisschen Test, ob das Cardo cool funktioniert. Ich habe es jetzt im Moment, ich nehme das über das iPhone, über eine Sprachmemo auf. Und es gibt aber auch die Option, dass man das Mikrofon, glaube ich, direkt mit der GoPro legt. Das spart mir halt dann am Ende ein bisschen Arbeitsaufwand beim Videoschnitt. Das machen wir das nächste Mal. Ich bin jetzt ja schon sehr glücklich, dass diese GoPro-Halterung oben auf dem Helm eigentlich eine ziemlich coole Perspektive bietet. Weil früher, wenn ihr meinen Motocast anschaut, hatte ich die Kamera immer seitlich am Helm. Aber ich muss sagen, das ist echt cool. So, jetzt nehme ich euch schnell mit auf, ja, meine so ein bisschen kurvenreichste Strecke hier bei uns. Die fahre ich sehr gern. Da geben wir jetzt mal ein bisschen Gas. Ach so, jetzt habe ich den Helm übrigens zu, falls sich die Audiotechnik ändern sollte. Ah nee, das Motorrad ist super, hey. Macht super viel Spaß. Also wie gesagt, wer neu hier ist, ich komme ja von der KTM 1190, bin mit der 150.000 Kilometer durch ganz Amerika gefahren. Und natürlich fehlt hier die Leistung. Ach so, jetzt kommen die Kurven. Juhu, das ist meine Home Street hier. Da kenne ich aus. Und dann die letzte noch und dann sind wir da gleich die Dorfeinfahrt. Ah ja, und jetzt ist da Baustelle. Ja. Ja, jetzt machen wir noch einen Abstecher nach Frankenhofen. Jetzt will ich das Video nicht so lang machen. Ich habe mir gedacht, so eine Viertelstunde. Nehme euch einfach mal mit auf meine Home-Tour. Auch eine schöne Strecke hier. Heute ist echt ein super Tag. Sonnig. Mal windruhig. Wir hatten die letzten Tage immer so Sturm und ich fahre ja jetzt, ihr seht schöne 100. Und der Helm ist einigermaßen ruhig. Also mit diesem Aufsatz hier bin ich, ist okay. Es ist einfach okay. Es ist keine bequeme GS hier oder so. Ich kenne da nochmal eine Strecke, da fahren wir jetzt hin. Da muss ich jetzt mal überlegen. Ich glaube, da pausieren wir kurz. So, wir sind wieder hier. Ich habe zwei Sachen geändert. Erstmal ist das Bild jetzt weiter. Das ist das sogenannte Hyperview, yeah, bei der GoPro 13. Und dann hatte ich festgestellt, dass mein Cardo bei der Mikrofonaufnahme immer so abgeschalten hatte. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen ungeschickt für Videos. Und ich habe das jetzt mal geändert. So, liebe Leute, das hier ist eine ganz normale offizielle Straße bei uns. Und das ist halt auch so das beste, jawohl, nein, Matsch, beste Trainingsstrecke, so ein bisschen Schotter. Das ist ja genau das, was man so sucht auf so einer langen Reise. Das Abenteuer, ja, und da geht es richtig rein in die Putzen. So, dann fahren wir mal. Ich bin übrigens immer noch im ganz normalen Straßenmodus für das Motorrad.
Manchmal würde man wünschen, die Traktionskontrolle wäre halt aus. Aber wie gesagt, im normalen Reisealltag ist ja genau das, was man hier macht. Da würde ich jetzt auch im Stehen fahren, wie ich es ja gerade mache. Ja, wie gesagt, ich fahre jetzt hier knapp 70, 80. Das macht die Yamaha hier echt super. Also, ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe ja vor 3 Wochen war es, glaube ich, das Video hochgestellt, wo ich darüber geredet hatte, warum die Yamaha, und da hatte ich ja davon geredet, dass das nicht fährt wie ein Mountainbike, ja, und das ist es im Endeffekt. Also ich finde das total super. Wie gesagt, ich bin ja jetzt vollgepackt. Ich habe jetzt fast so viel Gepäck drauf wie auf meiner KTM immer. Und ja, es schiebt die weg. Echt super. Nee, ich bin echt super glücklich. Das Einzige, und das können wir mal ganz kurz simulieren. Was mich ein bisschen nervt, die neue Yamaha hat ja hier diesen ABS-Knopf. Wenn ich jetzt hier lange drücke, dann ist das ABS aus. Aber das Problem ist halt, wo geht denn das? Ah ne, ich glaube, das ist der Knopf. Die haben das jetzt geändert. Muss ich den Knopf drücken? Das ABS ist aus, aber die Traktionskontrolle ist noch an. Die muss man extra ausschalten, indem man lange nach unten drückt hier. So, das ist das Problem. Wenn ich jetzt den ABS-Knopf wieder drücke, also ABS dann wieder an, da muss man ein Stück fahren, glaube ich. Ach, jetzt. Genau, jetzt ist die Traktionskontrolle wieder an und das ABS. So. Beim ABS kann man ja machen, seht ihr das überhaupt? ABS an, nur hinten aus und ganz aus. So, meine Traumeinstellung wäre jetzt eigentlich, dass es komplett aus ist. Und wenn ich diesen Knopf drücke, dass es dann eben wieder angeht oder aus. Aber das geht nicht. Man muss, ja, jetzt ist es ja wieder an. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Und wenn ich jetzt nochmal drücke, dann ist eben nur das ABS auf und diese Traktionskontrolle muss man dann doch immer in das Menü. Und das finde ich ein bisschen schade. Das ist an der Stelle nicht wirklich gut durchdacht. Aber okay, aber jetzt können wir ein bisschen driften hier. Jawohl, ganz was anderes. Und natürlich auch bremsen. Ja, das ist jetzt halt dann der Spaßmodus. Und da hätte ich mir gewünscht, dass das wirklich mit dem Knopf auf einmal geht. Das ist ein bisschen blöd. Aber um ganz ehrlich zu sein, diese Traktionskontrolle würde ich jetzt bei dem Motorrad eigentlich, also ich bräuchte es nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Bei der Leistung bei meiner KTM mit 150 PS war das nochmal eine ganz andere Nummer. Aber ihr seht, funktioniert alles super. So schön. Boah, ich kann es kaum erwarten, bis ich in der Mongolei bin, liebe Leute. Wie da über die Steppen fahre mit dem Motorrad. Das wird super. Wie gesagt, jetzt geht es bei mir schnell los. Innerhalb der nächsten 3 Tage werde ich auf die große Reise gehen. Ach, da können wir noch mal hinterfetzen hier. Ich fahre jetzt ja hier mit knapp 90 durch die Gegend. Das Handling ist super. Was mir entgegenkommt, ist die höheren Griffe. Diese 2 cm Höhe macht schon was aus. Ich fahre jetzt hier im Stehen, habe meine richtigen Motorradboots an. Das macht ja auch immer einen Unterschied, weil da steht man ein bisschen höher. Habt ihr es gesehen? Bleibt mir treu. Es werden jetzt ein paar coolere Videos kommen in der Zukunft aus der Ferne. Und wie gesagt, ich habe vor, euch einmal in der Woche ein Video hier auf YouTube hochzuladen. Ansonsten folgt mir auf Facebook oder Instagram. Hauptsächlich da werde ich sehr wahrscheinlich ein bisschen mehr Fotos zeigen, werde auch ein bisschen mehr auf das Thema Fotografie eingehen. Aber für diese ganze Motorradgeschichte finde ich, sind Videos einfach das Beste. Und da werde ich euch mitnehmen.
Also, ich wünsche euch was. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß bei dem Video. Bleibt mir treu. Euer Martin. Tschüss.